Hallo allerseits und willkommen zum Kanalupdate für Juli und August 2021. Ja, es ist wieder mal an der Zeit, euch zu zeigen, was es so Neues gibt rund um den Kanal, woran ich gerade arbeite, was ich so Neues reinbekommen habe hier an Bausätzen und ja, was sonst so ansteht in nächster Zeit. Ich hoffe, euch geht es soweit ganz gut. Der Sommer war ja doch eher beschissen vom Wetter her. Deswegen hoffe ich, dass wenigstens der eine oder andere von euch die Zeit ein bisschen nutzen konnte für den Modellbau, nachdem er ja draußen nicht so viel machen konnte. Das Thema Corona ist leider nach wie vor ein schwieriges Thema. Wenigstens sind jetzt gegenwärtig ein paar Lockerungen in Kraft. Und was mich besonders gefreut hat, ist, dass das Vereinsleben wieder ein bisschen stattfinden kann. Wie manche ja vielleicht wissen, bin ich Mitglied in einem Modellbauverein in Augsburg. Und ja, wir können uns wieder treffen und die Modelle mal wieder Auge in Auge bewundern von den Kollegen. Nicht nur das Ganze über WhatsApp und so anschauen, wo man ein paar so Bilder geschickt bekommt. Das finde ich sehr, sehr schön und ja, hebt einfach auch die Stimmung. Also ich finde das ganz wichtig. Früher hat man vielleicht ein bisschen dazu geneigt, das Ganze zu unterschätzen, aber der soziale Aspekt von dem Hobby ist dann doch ein bisschen wichtiger, als man vielleicht so generell landläufig meint. Apropos sozialer Aspekt, das Thema Modellbauausstellungen wird jetzt vielleicht auch wieder eventuell ein Thema werden. Ich bin da noch nicht so ganz zuversichtlich, aber es sind immerhin ein paar Ausstellungen angekündigt, die vielleicht dann auch stattfinden können. Ich habe mit großer Freude auch gesehen, dass zum Beispiel auf anderen Kontinenten jetzt unlängst schon ein paar Ausstellungen stattgefunden haben, zum Beispiel in Las Vegas in Amerika oder auch in Queensland in Australien. Ja, und es macht auch ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht hier in Europa auch mal wieder was stattfinden kann, wo ich mich dann mit euch vielleicht auch treffen kann. So soll jetzt nach jetzigem Stand zumindest am 16. und 17. Oktober 2021 die 13. internationale Modellbaumesse in Ried in Österreich stattfinden. Da bin ich angemeldet und werde da auch ausstellen, sollte das stattfinden. Die Veranstaltung war ja letztes Jahr auch schon angekündigt, wurde dann aber ein paar Wochen vorher dann abgesagt. Schauen wir mal, ob es dieses Jahr klappt. Die Voraussetzungen sind etwas besser, aber ich würde mich nicht ganz drauf verlassen. Also wenn ihr da hin wollt, behaltet es mal lieber selber im Auge, ob das stattfinden kann oder nicht. Ich sag mal, bestenfalls eine 50-50 Chance würde ich der Sache einräumen. Wenn es nicht stattfindet, dann war es halt so. Wenn es aber stattfinden kann, dann ist es doch wirklich ein sehr freudiges Ereignis. Da wäre ich total happy drüber. Also hängt ja jetzt auch nicht von mir ab, ob ich da hin kann. Es hängt einerseits von den Österreichern ab, aber auch von den Deutschen, wie da dann die Regelungen sind, ob man da ins Ausland kann oder auch wieder zurückreisen kann und so weiter. Ist ein bisschen schwierig das Thema. Warten wir mal ab, aber ihr wisst Bescheid auf jeden Fall, dass das ein möglicher Termin ist für eine große und sehr schöne Ausstellung. Dann haben mich auch noch einige schöne Spenden erreicht, vornehmlich für den Modellbau-Workshop, den ich hier fürs Ferienprogramm mache im Dorf. Das Ferienprogramm kann leider nicht stattfinden dieses Jahr. Da ist mir auch kein geeigneter Ersatz eingefallen. Das war so ein bisschen so ein bürokratisches Problem. Es ist nämlich so, dass dieses Ferienprogramm von der Gemeinde hier praktisch organisiert wird. Da sind auch alle Veranstalter, die da einen Kurs anbieten, auch versichert darüber. Und dieses Jahr gab es eben offiziell kein Ferienprogramm. Und dann hätte ich da selber schauen müssen nach entsprechenden Absicherungen und so weiter. Und das wollte ich dann ehrlich gesagt nicht auf mich nehmen. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ja, so ist es eben. Ich finde auch, man kann das guten Gewissens nicht wirklich veranstalten, sowas. Deswegen möchte ich da abwarten, bis das wieder in normalen oder halbwegs normalen Bahnen läuft. Nun aber zu den Spenden für den Workshop. Ich habe eine sehr große Spende bekommen von meinen Kollegen vom Plastikmodellbauverein Augsburg.
Die haben einiges springen lassen, wie man sehen kann. Ich möchte euch das nicht alles im Einzelnen zeigen. Das wäre nämlich viel zu viel. Deswegen habe ich da so Gruppenbilder gemacht. Ja, der Heinz hat insgesamt 43 Bausätze springen lassen. Das sind Bausätze, die aus einer Wohnungsauflösung stammen und er hat mir das klar gemacht. Vielen Dank dafür, Heinz. Das ist wirklich sehr gut, dass du dir da die Mühe gemacht hast, mir das zukommen zu lassen. Dann hat auch noch der Peter diverse Reste in seinem Keller gefunden, die natürlich sehr nützlich sind. Und zwar sind es insgesamt 30 Fokker DA1 Bausätze von Revell und 8 Newport 28 Bausätze. Wir hatten nämlich im Verein früher auch so eine Art Kinderbastelprogramm und das sind noch so Überbleibsel davon. Hat er für mich locker gemacht. Vielen Dank, Peter. Vielen Dank dafür. Und dann hat auch noch der Baumi einen großen Bausatz springen lassen. Im Workshop sind ja auch ein paar Jungs dabei, die schon ein bisschen erfahrener sind. Da ist der natürlich auch sehr gut geeignet dafür. Vielen Dank dafür, Baumi. Die nächste Spende für den Workshop kommt von Markus, der hier auch auf YouTube einen Kanal hat, nämlich Scale Bench Plastic Models, mit dem ich auch Anfang August die Ehre hatte, einen kleinen Ausflug in die Schweiz zu unternehmen, in das Schweizerische Armeemuseum. Der hat mir insgesamt 8 Bausätze zukommen lassen, alle von Hobbyboss, von dieser ja, eher kind- oder jugendlich gerechten Baureihe oder Serie. Das ist natürlich optimal für die Kinder und Flugzeuge kommen ja eh immer gut an. Also vielen Dank, Markus, du bist echt ein super Typ. Und an alle, die hier jetzt gerade zuschauen, ich würde euch bitten, auch mal auf dem Kanal von Markus vorbeizuschauen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und die dritte Spende kommt vom Dieter. Den habe ich schon ein paar Mal persönlich getroffen und wir haben uns auch sehr schön unterhalten auf den Fürstenfelder Modellbautagen in den vergangenen Jahren. Und der hat mir so einiges aus seinem Fundus zugesendet mit dem Vermerk, dass ich die Sachen, die ich nicht brauche, fürs Kinderbasteln verwenden soll. Für diesen Zweck habe ich diese beiden LKW-Bausätze beiseite gelegt. Da gibt es mittlerweile bessere Bausätze, die ich auch teilweise schon am Lager habe. Also ich brauche ja nicht alles doppelt und dreifach. Und diese Sachen hier behalte ich für mich selber und das möchte ich euch natürlich jetzt auch noch zeigen. Hier zum einen von Bolt Division diese Abdeckplane für diesen neuen Anhänger von Das Werk. Ich habe den Anhänger noch gar nicht, also ihr wisst, was als nächstes gekauft wird. Dann hier Figurensätze von Dragon, diese Sturmpioniere mit dem Floßsack. Ist ein sehr schönes Set, habe ich auch schon mal verwendet in der Vergangenheit auf einem Diorama. Kann man immer brauchen. Dann hier ebenfalls von Dragon dieses deutsche Kommunikationszentrum. Ist auch ganz interessant. Kann man immer brauchen. Habe ich auch noch gar nicht. Dann hier von Itellery die BMW 75. Ist ein alter Klassiker, aber da kann man auf jeden Fall was draus machen und ich mag diese alten Motorräder einfach unheimlich gern. Und zu guter Letzt noch hier das große Maultier von Revell. Ist eigentlich der Svesta-Bausatz. Da habe ich den normalen Mercedes-Benz L4500 schon gebaut und ich kann mir vorstellen, dass der Bausatz hier als Maultier ja, genauso schön ist. Also ja, tolles Fahrzeug. Ja, sehr schöne Spenden, sehr großzügig. Vielen Dank, Dieter. Also das ist echt eine tolle Sache. Ja, und wegen dir muss ich jetzt den Anhänger kaufen. Also ja, du bist schuld. Aber das ist okay. Ist echt eine tolle Sache. Ich hoffe, wir treffen uns persönlich mal wieder. Unter das Thema Spenden fallen auch meine Unterstützer auf Patreon. Da habe ich ja eine eigene Seite dafür und mittlerweile ja, eine ganz ansehnliche Zahl an Unterstützern gewonnen, die mir jeden Monat ja, ein bisschen finanziell unter die Arme greifen, damit ich hier mich ein bisschen besser ausstatten kann. Und ja, dieses Geld habe ich jetzt unlängst verwendet, um ein paar neue Lampen hier für die Werkstatt zu kaufen, weil ich einfach mit der Beleuchtung hier in der Werkstatt nicht so ganz zufrieden war. Deswegen habe ich mir da 2 LED-Strahler geholt und auch eine zusätzliche schwarze Arbeitsunterlage. Damit hoffe ich, dass einfach die Videoqualität sich ein bisschen verbessert.
damit war ich nämlich in letzter Zeit nicht mehr so zufrieden. Ja, und das sind eben solche Investitionen, ja, die kann ich normalerweise nicht so ohne weiteres machen. Das waren jetzt so ungefähr 200 Euro. Ja, mache ich nur für euch und für dieses Hobby. Und ja, deswegen weiß ich das sehr zu schätzen, dass es Leute gibt auf Patreon, die ja, meine Arbeit für würdig halten, dass man da monatlich einen gewissen ja, finanziellen Beitrag leisten kann. Deswegen vielen Dank an alle meine Unterstützer hierfür. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ist jetzt auch keine Sache, die selbstverständlich ist. Deswegen möchte ich das hier nochmal gesondert erwähnen und euch auch gesondert dafür danken. Gut, schauen wir uns an, welche Projekte ich seit dem letzten Update fertiggestellt habe. 2 insgesamt konnte ich vollenden, wovon ihr eines schon kennt. Das hier ist jetzt das Projekt, was ihr noch nicht gesehen habt, und zwar mein deutscher Infanterist bei Verdun im Februar 1916 von John Smith Modellbau im Maßstab 1:16. Im vorherigen Update hatte ich ja da schon ein bisschen was dazu erzählt. Da konntet ihr die Figur im Rohbau schon sehen und der Kopf war auch schon bemalt. Das ist ein kleines Bodybuild-Projekt, was ich zusammen mit Yannick Olivieres mache. Ist so ein kleines Privatvergnügen von uns, deswegen gibt es da auch keine Videoreihe dazu, sondern es ging nur einfach darum, zusammen über Skype zu telefonieren und da eben nebenher die Figur zu bemalen und da eben auch was Neues zu lernen. Der Yannick braucht allerdings noch ein bisschen, deswegen werde ich jetzt das Video, wo man die fertige Figur dann im Detail sehen kann, noch nicht veröffentlichen, sondern das erst dann machen, wenn der Yannick fertig ist und sein Video auch veröffentlichen kann. Dann können wir das simultan auf YouTube einstellen und ihr könnt es dann im Doppelpack genießen. So, wie habe ich weitergemacht mit der Figur seit dem letzten Update? Es ging primär um die Bemalung der Uniform und der Ausrüstung. Die Uniform hatte ich zuerst mit dem Pinsel bemalt. Das hat mir aber nicht so gefallen und die Aussicht, all diese ganzen Falten dann per Hand zu schattieren, das war nicht so sonderlich erbauend, würde ich mal sagen. Deswegen habe ich das nochmal überarbeitet und die Uniform vornehmlich mit der Airbrush schattiert. Das war mal was anderes, was Interessantes, hatte ich so noch nie ausprobiert vorher und es hat auch recht gut funktioniert. Also ich denke mal, für Figuren im großen Maßstab dieser Art werde ich das in Zukunft öfter mal anwenden. Ist echt praktisch. Ja, danach habe ich dann noch die ganzen Details bemalt, ganzen Ausrüstungsgegenstände, Koppel, Gewehr, Taschen, ihr kennt es ja. War jetzt bei der Figur nicht so aufwendig, nachdem da nicht so viel Ausrüstung vorhanden ist. Aber dennoch kann man sich da lang mit aufhalten und sich auch viel Mühe geben, was ich hier auch gemacht habe. Habe da auch ein paar neue Techniken verwendet bei der Bemalung von Holz. Gerade jetzt bei dem Schaft des Gewehrs war das interessant. Alles in allem war das ganz interessant und ich kam auch ganz ohne Ölfarben aus bis zu diesem Punkt. Anschließend habe ich mich dann dem Sockel zugewendet. Dafür habe ich meine bewährte Schlammpaste angerührt aus Erde aus dem Garten, Holzleim und Wasser und diese Paste habe ich dann auf den Sockel aufgetragen mit dem Pinsel und dieselbe Paste habe ich auch verwendet, um die Figur ein bisschen zu verschmutzen, vor allem die Stiefel und die Hose. Da wollte ich durchaus ein paar Schlammspritzer drauf haben. Ja, und dann habe ich auch schon die Figur auf den Sockel geklebt. Da ist unten in einem der Beine ein ziemlich stabiler Nagel drin, damit die Figur da auch wirklich stabil verankert ist. Ja, und als es dann trocken war, habe ich dann das Ganze noch mit Ölfarben ein bisschen abgetönt, weil einfach der Farbton der Erde ein bisschen zu hell war. Dafür verwende ich sehr gern den Farbton Industrial Earth von der 502. Abteilung. Das wurde dann mit ein bisschen Feuerzeugbenzin verdünnt. Ja, und damit kann man dann relativ schön die Erde tönen und damit habe ich auch noch die Figur ein bisschen verschmutzt an einigen Stellen. Ja, ist eine sehr einfache und effektive Methode. Während der Eröffnungsphase der Schlacht um Verdun im Februar 1916
war die Gegend ziemlich verschneit und diesem Umstand wollte ich natürlich auf dem Dioramensockel auch ein bisschen Rechnung tragen und dafür habe ich ein für mich neues Produkt verwendet, nämlich Scenic Snowflakes von Deluxe Materials. Das ist so ein kristallines Pulver, so ein bisschen wie, ich sage jetzt mal Zucker oder Salz. Habe ich einfach mit bisschen Holzleim und Wasser vermischt und dann eben mit dem Pinsel auf dem Sockel aufgetragen, wobei ich da in der Mitte, wo die Figur sich auch befindet, diese Paste so ein bisschen zerstoßen habe, damit es einfach aussieht wie so ein Pfad, wo eben schon viele Soldaten langgegangen sind, damit eben hier das ein bisschen realistischer wirkt und auch nicht so eintönig ist. Ich bin mit dem Resultat sehr zufrieden. Dieses Schneepulver hat sehr gut funktioniert. Sieht auch super kristallin aus und hält auch ganz gut auf dem Sockel, also da bröselt überhaupt nichts. Ich muss aber dazu sagen, bevor ihr jetzt da loszieht und es auch kauft, es funktioniert nur für große Maßstäbe. Also für 1:35 ist es schon zu grob, definitiv. So für 1:24, das wäre so, sage ich mal, die untere Grenze. 1:16 oder noch größer, dafür ist es eigentlich optimal. Da wirkt es wirklich sehr realistisch. Also für so kleinere Maßstäbe ist dieses Material leider nichts. Also so gesehen hatte ich ja hier wirklich Glück, dass ich gerade bei der Figur im großen Maßstab eben dieses Pulver auch ausprobiert habe, weil es da wirklich auch zufälligerweise perfekt passt. Ja, damit ist die Figur fertig. Ich habe dann hier vorne auf dem Sockel noch so eine Gedenkmünze platziert. Das ist nichts Besonderes, das war mal irgendwie ein Geschenk fürs Abonnieren von irgendeiner Zeitschrift. Also ja, ist nicht wertvoll, sieht aber schick aus und ja, ist wirklich eine sehr schöne Dekoration. Das zweite fertige Projekt ist der rhodesische Staghound Panzerwagen im Maßstab 1:35. Da hattet ihr ja im vorherigen Update nur den Rohbau gesehen davon. Ja, mittlerweile ist es fertig. Ging auch relativ fix von der Hand. Da konnte ich nämlich gleich mit der Bemalung loslegen. Da habe ich zuerst den Staghound schwarz grundiert, wie ich es eigentlich immer mache. Und dann wurden die Tarnfarben aufgesprüht. Für das Grün habe ich von Revell Matt 65 Bronzegrün verwendet und für diesen Braunton eine Mischung aus Matt 88 Ocker und Matt 82 Erdfarbe, wenn ich mich nicht täusche. Mischverhältnis ungefähr 70% Ocker, 30% Erdfarbe. Die Detailbemalung war relativ unaufwendig, nachdem da jetzt nicht so viele Teile dran sind an dem Fahrzeug, die farblich irgendwie abgesetzt sind. Das hat sich im Grunde beschränkt auf die Reifen, die Abgasanlage und ein paar Optiken. Ohne das Modell dann mit Klarlack zu versiegeln, ging es gleich weiter mit den Abziehbildern. Für diese Variante, wie ich sie gebaut habe, gibt es natürlich keine Abziehbilder zu kaufen. Deswegen musste ich mir da anders behelfen. Ich habe dann einfach aus ein paar Resten, was ich so an Abziehbildern eben so übrig habe, mir eben die passenden Markierungen so zusammengesucht und die dann eben aufgetragen, wie man das eben macht mit ein bisschen Mikrosol Weichmacher. Ja, und das hat ganz gut funktioniert, obwohl eben, wie gesagt, kein Klarlack drunter war. Bevor es dann aber an die Alterung geht, mag ich es dann doch immer lieber, wenn dann ein Klarlack dazwischen ist. Man weiß ja nie. Deswegen habe ich das Modell dann vor der Alterung erstmal versiegelt und dann lief die Alterung so ab, wie ich das eigentlich immer mache. Erst kam ein dunkles Ölfarbenwash drüber, dann wurden ein paar Lackschäden eingearbeitet. Die habe ich hauptsächlich mit einem Schwamm aufgetupft, aber auch ein bisschen mit dem Pinsel aufgemalt. Und dann noch die Verschmutzung. Habe ich wieder Erde aus dem Garten verwendet, vermischt mit Holzleim, Wasser und Spüli. Da eben so eine Art Staub-Dreckwash erstellt. Und damit habe ich das Fahrzeug ordentlich eingestaubt. Ergänzend dann noch ein paar Pigmente, vor allem an den Reifen, mit eingearbeitet. Dann ging es weiter mit dem Sockel. Den habe ich wie das Fahrzeug auch erstmal schwarz grundiert. Danach habe ich die Teerstraße mit verschiedenen dunkelgrauen Farbtönen besprüht. Das war mir allerdings immer noch ein bisschen zu eintönig.
Deshalb habe ich mich entschieden, noch ein paar Fahrbahnmarkierungen aufzuschablonieren. Ja, habe ich einfach mit Klebeband entsprechend abgeklebt, weiße Farbe drüber lackiert, Klebeband abgezogen und dann sah das eigentlich schon ganz gut aus. Anschließend habe ich noch die Laterne lackiert. Da wollte ich ein paar stärkere Alterungserscheinungen einarbeiten, vor allem eben Lackschäden und Rostspuren. Um die Lackschäden zu bekommen, habe ich die noch schwarz grundierte Laterne erstmal mit Maskol betupft. Das ist so eine Abdeckmasse, die sich später auch wieder ganz leicht entfernen lässt. Ja, dann habe ich da mit Mittelgrau drüber lackiert und als das trocken war, konnte man das Maskol wieder runterreiben mit den Fingern oder mit dem Zahnstocher und dann ergeben sich da sehr schöne Farbabplatzer. Um das Ganze dann noch abzurunden, habe ich noch ein paar so Verlaufsspuren und so Rostfahnen aufgetragen. Dazu habe ich so ein Rostwash von MIG verwendet. Das habe ich seit vielen Jahren rumliegen und es ist für solche Sachen eigentlich sehr gut geeignet. Zur Verschmutzung des Sockels habe ich wie beim Stackhound auch wieder Erde aus dem Garten verwendet und die Grasbüschel neben der Straße, die sind in der Hauptsache von Vallejo. Zu guter Letzt habe ich dann noch die Figur bemalt. Ja, war relativ unaufwendig, nachdem ja da nicht so viel dran ist. Dann habe ich die Figur noch eingeklebt und damit ist das Diorama auch schon fertig. Schauen wir uns jetzt die Projekte an, die ich gerade so in Arbeit habe. Hier seht ihr mein T34 und Stuck 3 Projekt, worüber ich ja auch einen mehrteiligen Baubericht mache. Da habe ich längere Zeit nicht viel weitergemacht, aber jetzt langsam juckt es mich wieder und ich habe jetzt kürzlich angefangen, hier mit dem Motorrad weiterzumachen und da eben die ganzen Details zu bemalen. Da habe ich mir fest vorgenommen, in den nächsten Wochen mich zumindest ein Stück weit hier auf dieses Projekt zu konzentrieren und das Motorrad mal fertigzustellen, also fertig zu bemalen, Abziehbilder drauf und zu altern und das Ganze natürlich auch zu filmen für euch. Denn ich habe jetzt in den nächsten Wochen ein bisschen mehr Zeit, da ist auch mal ein Blog dabei, wo ich Urlaub habe und ja, da werde ich mir ein bisschen mehr Zeit nehmen können dafür und ja, das hierfür verwenden, damit das auch mal ein bisschen vorwärts geht, weil ich denke, viele von euch warten schon sehnsüchtig auf den nächsten Teil dieses Bauberichts. Auch das K5E Eisenbahngeschütz von Dragon hat Fortschritte gemacht. Wie man sehen kann, habe ich hier an der Lafette noch so diverse Kleinteile montiert, wie zum Beispiel die Handläufe oder hier die Zieleinrichtung, ja, und noch ein paar andere Dinge. Sieht nicht nach viel aus, ist aber ziemlich aufwendig, weil die Teile ja, relativ aufwendig zum Versäubern sind, ja, und die ganze Baugruppe an sich einfach unhandlich ist. Und ja, da braucht man viel Platz dafür und ein bisschen mehr Zeit, als man eigentlich meint. Ich habe dann auch begonnen, hier diese Generatoreinheit zu montieren und dieses Wägelchen, mit dem dann die Granaten zum Geschütz transportiert werden. Ja, ist ganz nett. Passgenauigkeit ist eigentlich auch ganz in Ordnung. Also ich habe an dem Bausatz nicht so viel dran auszusetzen, außer ja, dass einige Details halt fehlen. Habe ich aber soweit schon ergänzt und ja, macht sich eigentlich ganz gut. So langsam sieht es auch aus wie ein Eisenbahngeschütz und ja, die Größe ist schon ziemlich beeindruckend, würde ich mal sagen. Wann ihr da mit dem nächsten Update dazu rechnen könnt, weiß ich noch nicht. Ja, ist halt ein Bodybuild, das hängt ja auch nicht nur von mir ab, sondern auch von meinem Kollegen, dem Felis Bassinonensis. Ja, ich denke mal, so in den nächsten Wochen müsste da schon noch was gehen. Kommt aber auch darauf an, wie viel Zeit ich mir da wirklich nehmen kann oder ob ich mich vielleicht eher mit anderen Projekten rumschlage. Dann habe ich auch noch den Panzerkampfwagen 4 Ausführung F2 von Border Model im Maßstab 1:35 in der Mache. Den kennt ihr ja in seinen Anfängen schon aus dem vorherigen Update. Jetzt ist der Rohbau mehr oder weniger abgeschlossen. Es gibt noch ein paar kleinere Stellen, wo ich ein bisschen nacharbeiten muss. Zum Beispiel hier vorne an den Schutzblechen, da sind noch so ein paar nervige Löcher vorhanden, die ich irgendwie schließen oder abdecken muss.
sind eigentlich gedacht für ja, Frontscheinwerfer, die aber bei dieser Variante nicht vorhanden waren. Ja, Border Model haut da einfach so Löcher rein in die Schutzbleche und ja, wir Modellbauer müssen dann schauen, wie wir das irgendwie wieder loswerden. Ja, ist nicht so elegant und ich finde, nicht elegant beschreibt den Bausatz ganz gut. Detailmäßig ist er schön, Passgenauigkeit ist auch okay, aber ja, es gibt so ein paar unausgegorene Stellen und ja auch Vorgehensweisen, wie jetzt der Bausatz sie eben diktiert, die ich nicht so gut finde. Aber ja, es sieht aus wie ein Panzer IV, es ist detailmäßig soweit alles in Ordnung und preislich ist der Bausatz ja auch relativ attraktiv, sage ich mal. Also ja, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, aber man darf halt keine Perfektion erwarten. Besonders viel Spaß hatte ich bei diesem Modell mit den ganzen kleinen Änderungen, die es eben braucht, um ein spezifisches Fahrzeug darzustellen von einer bestimmten Einheit. Wie ich schon im vorherigen Update erklärt habe, das soll ein Fahrzeug werden der Großdeutschland-Division. Ja, gibt es relativ viele Fotos davon und ja, da gab es so ein paar kleinere Änderungen. Das betrifft zum Beispiel hier vorne die Halterungen für die Ersatzkettenglieder oder auch hier die Halterungen für die Ersatzkanister, ja, Ersatzlaufrolle und hier drüben haben wir auch noch eine kleine Staukiste zum Beispiel. Ich möchte die Segmentketten, die der Bausatz hat, nicht verwenden und hatte im vorherigen Update erwähnt, dass ich da Metallketten von Easy Metal Links verwenden möchte. Habe aber in der Zwischenzeit festgestellt, dass die von der Form her nicht so ganz passen zu dem Fahrzeug, wie ich es darstellen möchte. Aber ich habe zum Glück noch ein paar alte Magic Tracks von Dragon und die sind von der Form her korrekt, also vom Kettentyp. Und dann werde ich eben die verwenden. Das ist ja genauso gut. Außerdem habe ich schon den Sockel gebaut, zumindest ja, in seiner Rohform. Kann ich auch mal ein bisschen näher zeigen. Ja, wurde in der üblichen Art und Weise gebaut. Unten ist einfach so ein Holzbrett drin, seitlich dann Balsaholzplatten und innen drin etwas Styropor. Das Ganze mit Holzleim verklebt und hier mit Klebeband zusammengehalten. Wenn das Ganze dann trocken ist, dann kann ich hergehen und ja, die Kontur des Geländes so ausschneiden, wie ich möchte und dann eben das Ganze auch weiter gestalten. Mein Plan sieht vor, den Panzer IV an einer Böschung darzustellen oder an einem Straßengraben. Auf jeden Fall irgend so ein abschüssiges Gelände, damit ich eben das Fahrwerk auch auslenken kann, was ich hier ja extra beweglich gebaut habe. Deswegen brauche ich auch die Einzelgliederketten. Ja, so der Plan. Schauen wir mal, wie es weitergeht damit. Werde mich dann auch noch in Bälde mit den Figuren beschäftigen. Da werde ich mir wieder aus diversen Plastikteilen eigene Figuren zusammenzimmern, damit ich da auch wieder ein bisschen was Individuelles hinbekomme. Dann habe ich auch noch ein neues Projekt angefangen, und zwar hier einen römischen Legionär aus dem frühen 3. Jahrhundert nach Christus von White Models im Maßstab 90 mm bzw. 1:18. Die wahren Kenner meines Kanals werden vielleicht sich erinnern, dass ich diese Figur schon mal vor vielen Jahren gebaut und bemalt habe. Müsste auch eins der ersten Videos gewesen sein hier auf dem Kanal. Und die Figur hat mir einfach immer gut gefallen und ich habe dann seitdem immer ein bisschen Ausschau danach gehalten, ob ich nicht nochmal diesen Bausatz irgendwo finden könnte. Und das ist mir vor einigen Monaten gelungen. Der Bausatz war ja auch im vorherigen Update bei den Neuzugängen vorgestellt worden. Ja, und dann habe ich gleich mal losgelegt. Die Figur besteht aus einigen Zinn- und Resinteilen, ja, waren relativ schnell versäubert und montiert. Ich habe dann die Baugruppen auch schon mal grundiert mit Acrylfarbe und danach mich vornehmlich mit dem Schild hier auseinandergesetzt. Das ganze Thema Wappen und Heraldik von den ganzen Kriegern alter Tage, das ist für mich immer ein Thema, weil mich einfach die Figuren dazu sehr interessieren. Aber es gibt halt kaum Abziehbilder oder irgendwelche Möglichkeiten, um
die Schilde wirklich angemessen zu dekorieren. Und ich bin ein ganz schlechter Freihandmaler. Ja, da fehlt einfach das künstlerische Talent. Und ja, da bin ich immer ein bisschen am Schauen, was ich da machen kann, um das irgendwie zu vereinfachen oder zu verbessern. Weil Abziehbilder gibt es nur wenige und die sind qualitativ auch teilweise wirklich sehr schlecht. Ja, und deswegen war hier vorrangig das Ziel, erstmal herauszufinden, wie ich hier den Schild dieser Figur entsprechend dekorieren kann. Und wie man sehen kann, ist mir das auch gelungen. Eine geeignete Technik dafür habe ich vom Martin Blümlein gelernt. Den kennt vielleicht der eine oder andere. Der schreibt auch gern mal Artikel für die Modellfan und ist bestimmt auch auf anderen Foren und so weiter aktiv und teilt da sein Wissen mit. Und ich habe auch das Glück, mit ihm persönlich in Kontakt zu stehen. Und ja, da hat er mir diese Technik näher gebracht. Er verwendet es, um zum Beispiel auf Gebäuden, auf seinen Dioramen große Schriftzüge anzubringen oder so Werbungen zum Beispiel. Und ich dachte mir, das müsste eigentlich für meine Zwecke hier bei den Schilden auch funktionieren. Und das ist relativ einfach. Man braucht nur einen Farblaserdrucker und normales Papier, wie man das jeden Tag verwendet. Ja, und dann druckt man eben, was man eben haben möchte, spiegelverkehrt, da auf das Papier aus, in der passenden Größe, schneidet es zu und dann kommt der Clou. Es gibt da von Liquitex so ein Acrylgel, mit dem sich dann eben die Farben auf die Oberfläche transferieren lassen. Also habe ich den Schild mit dem Gel bestrichen und da dann gleich eben dieses zugeschnittene Papier drauf platziert. Das Ganze lässt man dann 24 Stunden trocknen und danach kann man anfangen, dieses Papier vorsichtig herunterzureiben. Dazu befeuchtet man das Ganze ein bisschen. Ja, und ich habe festgestellt, es funktioniert am besten, wenn man da tatsächlich mit den Fingern das entfernt, durch ganz vorsichtiges Reiben. Ja, und so kann man dann eben Papierschicht für Papierschicht da runterreiben, ganz vorsichtig. Ist relativ zeitaufwendig und wie man sehen kann, ist das Ergebnis nicht hundertprozentig perfekt. Man bekommt so kleine Abplatzer, was jetzt aber durchaus nicht unrealistisch ist. Also ich werde mir das auf jeden Fall zunutze machen und jetzt hier diese weißen Flecken entsprechend später dann so bemalen, dass das eben aussieht wie Abplatzer und Kratzer. Ja, also ich bin von dieser Methode sehr angetan. Funktioniert recht gut. Ich habe zwar ein paar Anläufe gebraucht, bis es funktioniert hat, aber ich glaube, ich habe jetzt den Dreh raus und das löst wirklich eine Menge meiner Probleme, weil ich habe so viele schöne Figuren am Lager liegen, die bei den Schilden doch etwas aufwendiger sind und jetzt in Zukunft kann ich das alles relativ einfach machen. Alles klar, dann schauen wir uns jetzt noch an, welche Bausätze ich mir zugelegt habe seit dem letzten Update. Ja, wie ihr sehen konntet, da waren einige echte Exoten dabei und auch Bausätze, die teilweise echt selten sind, die ich dann doch relativ mühsam auf so Portalen wie eBay regelrecht jagen musste.
aber die Mühe hat sich gelohnt, sind tolle Bausätze und auch ziemlich interessant. Zum Beispiel der M5 von AFV Club, da habe ich einen ganz speziellen Plan dafür. Da möchte ich ein portugiesisches Fahrzeug bauen, wie es in den 60er Jahren in Angola eingesetzt wurde. Der Saladin, auch ein interessantes Thema. Da schwebt mir ein kleines Diorama vor, wo es um Nordirland gehen soll. Da waren diese Fahrzeuge auch eingesetzt. Ja, und ein weiterer Exot wäre zum Beispiel der Vickers 6-Ton Panzer. Da sind allerlei verrückte Markierungsvarianten drin in der Schachtel. Ja, da möchte ich ein thailändisches Fahrzeug bauen und es so darstellen, wie es eben 1940 und 1941 im thailändisch-französischen Krieg eingesetzt wurde. Ja, also man merkt schon, also ich schrecke nicht vor irgendwelchen exotischen Themen zurück. Für mich ist das mittlerweile einfach das Salz in der Suppe. Das heißt jetzt nicht, dass andere Themen irgendwie langweilig sind oder uninteressant oder wie auch immer, sondern ja, das ist einfach nur meine eigene Wissbegierde und mein Interesse, was sich da eben so manifestiert in solchen Projekten. Und ich denke, das ist für die Zuschauer hier doch bestimmt auch interessant, mal was anderes zu sehen, andere Themen zu sehen, wie die mal so beackert werden, weil ja, die Abwechslung ist einfach die halbe Miete an der Sache. Ich habe mir auch 2 Flugzeugbausätze zugelegt. Ja, normalerweise baue ich jetzt Flugzeuge eher selten, obwohl sie mir eigentlich ganz gut gefallen, aber ich finde die wesentlich schwieriger als Panzermodelle, wobei mir da auch ein bisschen die Routine fehlt. Aber ja, diese zweimotorigen schweren Maschinen, die gefallen mir einfach und die mussten einfach sein. Und da kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass ich da in den nächsten Wochen vielleicht auch mal so einen Flugzeugbausatz mal auspacke für euch und das mal näher herzeige. So als völlig unbedarfter Panzermodellbauer mal über ein Flugzeugmodell reden. Ja, kann vielleicht auch mal ein bisschen spannend sein für den einen oder anderen, um da mal, ja, vielleicht mal die andere Perspektive zu sehen und zu hören. Ja, was kommt sonst noch auf euch zu? Ich habe schon ein Video vorbereitet, wo ich nochmal Fahrzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg zeigen möchte, die eine wesentlich längere Dienstzeit hatten, als man vielleicht so allgemein annehmen würde. Das erste Video dazu kam ja ganz gut an und das hat mich dazu bewogen, dann auch noch einen zweiten Teil zu machen. Der ist schon fertig, wird dann in den nächsten Wochen auf euch zukommen. Dann, wie gesagt, haben wir Bausatzbesprechungen. Wenn es gut läuft, komme ich mit dem Stuck 3 und T34 Projekt ein bisschen voran. Ja, und ansonsten lassen wir uns einfach mal überraschen, was die Zeit so bringt. Vielleicht ist ja sogar ein Messevideo dabei von der Ausstellung in Ried. Also, ja, es ist grundsätzlich alles möglich und ich hoffe, dass es klappt und dass es auch weiterhin für euch spannend und interessant bleibt, was ich hier auf dem Kanal so zu bieten habe. Gut, damit wäre alles gesagt und wir sind am Ende dieses Updates. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr fandet es interessant und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.